So, here we are again, re-recording the whole thing I already did a week ago. That's the curse of being a perfectionist. Hey guys, I'm back with a new video. I wanted to make this video already in 2018 because back then I attended for the very first time a LARP. LARP is the short version for live-action roleplay. I went to College of Wizardry and this was honestly a little bit a dream coming true because I'm a huge Harry Potter fan and going to a school like Hogwarts has always been a childhood wish. My friends and family know I'm very attracted to witchy things and magic and so on, and it didn't take much for my friend to convince me to try out LARPing at this event. College of Wizardry is an internationally known LARP, and there is, or better was, also a German version of it, the College of Wizardry Nibelungen. I went there, and that's why I'll switch to German now, but as usual the subtitles are ready for you. And by the way, I think this is worth a like actually. So don't forget to hit the like button, and if you want to make me an even happier witch, subscribe to my channel. So, ich war am College of Wizardry Nibelungen oder das Nibelungen 3 oder N3, um genau zu sein. Und ich war wirklich verzaubert. War das schlecht? Leider gibt es dieses Lab nicht mehr, weil die Firma finanzielle Probleme hatte. Aber die gute Nachricht ist, die deutsche Orga hat nach dem Motto Magie stirbt nie kurzerhand selbst eine Firma gegründet und ein Nachfolgeevent erschaffen. Das Nimbus. Ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, daran teilzunehmen. Das Ganze spielt sich zum Glück am gleichen Ort ab wie der Vorgänger oder das englischsprachige College of Wizardry, nämlich auf der Burg Czocha in Polen. Ich sage zum Glück, weil ich das Schloss hardcore liebe und glaubt mir, ihr werdet dem auch verfallen. Es ist ein Schloss, Burg aus dem 13. Jahrhundert mit einem Wäldchen drumherum, direkt am See, und dieses Schloss hat sogar mehrere echte Geheimgänge. Es leben auch Katzen dort und die schleichen sich sehr gerne im Schloss rein, wenn man die Türen offen lässt. Dieses Schloss ist dann die Magieschule und steht während dieser Tage exklusiv für dieses Event zur Verfügung. LARP kann man am besten beschreiben mit Improvisationstheater, an dem man dann über mehrere Tage hinweg einen bestimmten Charakter darstellt. Die ganze Zeit. Bei einem LARP geht es nicht darum, etwas zu gewinnen, sondern man ist dann gemeinsam an dieser Schule, erlebt den Schulalltag mit Unterricht, Freundschaft, Rivalitäten, Konflikte, Romanzen, alles. Die Erlebnisse können total unterschiedlich sein, weil es von so vielem beeinflusst wird und abhängig ist. Während ich beim Nibelungen 3 Teil eines verbotenen Geheimbundes war und beinahe von der Schule geflogen bin, es war gefühlt die ganze Schule im Lehrerzimmer und wir zwei Schüler den Mist gebaut hatten und mit dem Rücken zur Wand standen, Zauberstäbe konfisziert, sind einfach noch knapp davon gekommen. So hat Tobi das zum Beispiel gar nicht mitgekriegt und mich dann auch erstmal eine ganz fette Runde ausgelacht. Im Gegensatz zu früher ist das neue Nimbus nun ein Southern Way LARP und nicht mehr ein Nordic und Sandbox LARP. Beim Sandbox LARP ist es so, dass die sogenannten Plots hauptsächlich von den Spielern kommen und nicht von der Orga. Nun hat das Nimbus aber eigene Plots, die sogenannten Main Plots, und somit liegt nicht mehr alles im Ermessen der Spieler. Man wird quasi ein bisschen geführt, was es zum Beispiel besonders für Anfänger einfacher macht, weil du quasi schneller irgendwo mal mit dabei bist und nicht halt krampfhaft nach irgendwelchen Geschehnissen suchen musst. Ich persönlich hatte ja beim ersten Mal ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich nicht so genau wusste, wie und wo ich andocken soll. Besonders nachdem es auch vorkam, dass Spieler mich wegschickten, weil sie ihre eigenen Plots bespielen wollten, an denen ich einfach nicht erwünscht war. Muss man respektieren, aber war für mich als Newbie natürlich schon so ein bisschen einschüchternd, weil ich mich dann beim nächsten Mal relativ schnell dann gefragt habe, darf ich mich da anschließen, störe ich da nur wieder? Eigentlich will man was erleben, zieht dann aber trotzdem alleine weiter, was ja nicht der Sinn der Sache wäre. Aber ich war am Nibelungen tatsächlich oftmals allein. Was bedeutet eigentlich Plot?
Ein Plot ist ein sogenanntes Spielangebot, ein Ereignis. Zum Beispiel gab es beim N3 den Plot Hinrichtung eines Werwolfs. Man hat dann mitgekriegt, dass das dann und dann stattfinden soll. Und wenn man Interesse hatte, daran teilzunehmen, ist man dann dahin und hat das mitgespielt. Anderes Beispiel. Von Spielern wurde ein Plot geplant, in dem es eine Beschwörung gab. An dem wurde der Geist vom Müller von Haus Krabbert herbeigerufen, der natürlich böse Absichten hatte und dann effektiv von einem Schüler Besitz ergriffen hat. Er hat ihn, glaube ich, mit einem Machtversprechen gelockt. Irgendwie sowas. Weiß nicht mehr, ob das am ersten Abend schon war. Am letzten Tag haben dann Mitschüler und Kollegium den Schüler vom Müller befreit und diesen dann wiederum verbannt. Rätsel, Mysterien aufdecken, Charakterbeziehungen, Konflikte, die man am LARP bespielen will und so weiter. Das alles können Plots sein. Man kann diese vorab planen oder vielleicht hat man auch erst vor Ort eine Idee für einen gewissen Plot. Dadurch, dass das Nimbus nicht mehr in diesem Sandbox-Konzept existiert, sind spielereigene Plots ein bisschen eingeschränkt. Man kann aber die Orga natürlich anfragen, ob dieser Plot, den man sich vorstellt, in Ordnung geht. Und wenn man zum Beispiel etwas oder jemanden Bestimmtes braucht für diesen Plot, kann das die Orga unter Umständen vielleicht sogar zur Verfügung stellen. Der Müller vom N3 war auch ein NSC, also ein Nicht-Spieler-Charakter. Das sind Helfer, die nicht eine fixe Rolle haben, sondern springermäßig für alles eingesetzt werden können, unterstützen und eben dann auch Spiel generieren. Da wir gerade von Charakteren sprechen. Die Person, die man am Nimbus darstellt, ist der sogenannte Charakter. Dieser wird von der Orga geschrieben und einem dann zugestellt. Am Nibelungen konnte man den Charakter auch selbst schreiben. Da gab es einfach gewisse Regeln, an die man sich halten musste. Und am Nimbus ist es halt so, wenn einem der Charakter gar nicht zusagen sollte, geht man halt auf die Orga zu und guckt sich mit denen gemeinsam an. In diesem Charaktersheet ist der Background beschrieben, gute und schlechte Seiten vom Charakter, seine Motivation und 1 bis 2 Verbindungen zu anderen Charakteren, die man dann am LARP bespielen könnte. Am LARP ist man dann ab Donnerstagnachmittag bis Samstagmitternacht durchgehend dieser Charakter. Ein Charakter ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Der entwickelt sich und während man vielleicht anfangs ein schüchterner Charakter war, ist man im Laufe des Spiels selbstbewusster geworden. Kann ja auch sein, dass einem der Charakter, so wie er beschrieben ist, nicht liegt. Zum Beispiel soll der Charakter vielleicht total der Rebell sein, aber man selbst traut sich da so nicht, hat vielleicht eine Hemmschwelle, das irgendwie zu spielen, kriegt das daher nicht so gespielt, wie es dem Charakter entsprechen würde. Und dann bringt es natürlich nichts, dass man sich da quält und mit aller Gewalt irgendwie versucht, der Bad Boy oder das Bad Chick der Klasse sein zu müssen. Am Nibelungen gab es viel Preplay. Preplay beschreibt das Spiel vor dem LARP und findet in der Regel als Text-RPG statt. So viele Begriffe. RPG ist die Abkürzung für Roleplay Game, also ein Rollenspiel. Zum Beispiel gab es am Preplay vom N3 einen Ball und da wird halt schriftlich beschrieben, was geschieht, was man als Charakter macht, was man sagt und so weiter. Preplay eignet sich auch wunderbar, um in die Rolle reinzukommen und auch um Charakterbeziehungen aufzubauen, die man dann am LARP weiterführen kann oder auf gewisse Ereignisse, Szenen irgendwie da auch wieder Bezug nehmen kann. Beim Nimbus war das anders. Ich hatte wegen der Arbeit keine Zeit, mich wirklich auf meinen Charakter einzustimmen und mich gescheit darauf vorzubereiten, aber so wie ich das mitgekriegt habe, war Preplay gar nicht so erwünscht. Das liegt aber daran, dass die Ausgangslage am Nimbus im Vergleich jetzt zum Nibelungen eine komplett andere war. Aber das folgt noch. Die Orga stellt ein Nimbus-Wiki zur Verfügung, in dem relevante Informationen für das Spiel erläutert werden. Zum Beispiel die verschiedenen Magiearten oder bestimmte magische Wesen. Oder mein Charakter wurde auch darin vorgestellt, aber dazu später mehr. Im Designdokument dann hat die Orga alles über das LARP niedergeschrieben. Angefangen bei der Vorstellung des LARPs, über zu Informationen über die Magieschule, ihren Häusern, dem Stundenplan und so weiter. Man unterscheidet IT und OT. IT steht für In-Time und OT steht für Off-Time oder Out-Time. Der Charakter ist IT, also In-Game. Wenn ich etwas OT toll finde, heißt das nicht, dass das IT, also für meinen Charakter, auch
so ist. Wer IT ein Mobber ist, muss nicht zwingend deshalb OT auch ein Mobber sein. Man interagiert an einem Lab mit fiktiven Charakteren, die von Spielern wie dir und mir dargestellt werden. Im Designdokument wird auch das Sicherheitssystem beschrieben. Zum einen gilt klar, wenn kein eindeutiges Ja kommt, dann ist es ein Nein. Das zum Verstehen wohl am einfachsten Beispiel ist bei einer Romanze. Man spielt die Ja. Der Charakter ist vielleicht total verschossen in das Gegenüber, das ist dann IT, aber man selbst, OT, ist es nicht. Weil es ist ja der Charakter, der verliebt ist und nicht ich persönlich in den anderen Spieler. Da das ja eben alles nur Schauspiel ist, will man vielleicht OT nicht unbedingt Händchen halten oder gar küssen. Und da muss man halt fragen, ob das okay ist, wenn man das so und so spielt. Und wenn dann nicht ein klares Ja, das okay kommt, dann lässt man es einfach sein. Es führt sonst nur zu unangenehmen Situationen für alle Beteiligten. Am Nimbus gibt es auch dieses Ampelsystem. Zum Beispiel ist man gerade in einer Szene, die sich immer weiter hochschaukelt, es wird immer hitziger, bis man sich OT nicht mehr wohl darin fühlt. Wenn das eintritt, kann man mit halt Rot die Szene stoppen. Das Spiel wird dann unterbrochen und man kann sich aus der Szene rausnehmen. Beim Codewort Gelb signalisiert man, dass das aktuelle Level gerade so okay ist und nicht noch weiter gesteigert werden soll. Zum Beispiel ein Streit, der nicht noch mehr eskalieren soll, oder eine gruselige Szene, wo man sagt so, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter. Während man mit Grün mitteilt, dass alles easy ist, dass man sich wohlfühlt, dass das weiter laufen kann. Es gibt auch Handzeichen, aber das lassen wir jetzt mal weg im Video. Grundsätzlich gilt Opferregel, egal ob es sich dabei um einen Zauber oder Trank oder irgendwas handelt. Das bedeutet, das Gegenüber entscheidet, wie es wirkt. Zum Beispiel wollte ich meiner Mitschülerin ihre Übelkeit wegzaubern, aber habe das offensichtlich nicht gut hinbekommen, denn es ging ihr danach noch schlechter. Sie hat also gespielt, dass der Zauber schief ging und das ist vielleicht anders, als man es sich selber vorgestellt hätte, aber das ist halt eben die Opferregel. Man ist auch nicht verpflichtet, diese 5 Stunden dieser Lähmungszauber wirken soll, dann effektiv auch 5 Stunden auf dem Kerkerboden rumzuliegen, wenn man da keine Lust drauf hat. Das Spiel soll immerhin Spaß machen. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie funktioniert denn Zauberei? Ganz klar, ihr braucht selbstverständlich einen Zauberstab. Es gibt zwar Ausnahmen, aber dazu kommen wir noch. Dafür müsst ihr eben mein zweites Video schauen. Den Zauberstab bringt man selbst mit. Am Nibelungen konnte man eigentlich alles zum Zauberspruch machen, zum Beispiel Vergessius. Und dann konnte das Gegenüber ableiten, was dieser Zauber bewirken sollte. Oder man hat angekündigt, dass die Knie zu Wackelpudding werden. Und dann ruft man Gurgelwubbel oder was auch immer einem dann in den Sinn kommt. Improvisiert einfach. Und wie gesagt, es gilt die Opferregel und somit entscheidet das Gegenüber über die Wirkung. Nun, beim Nimbus ist die Ausgangslage komplett anders, weshalb wir nur Zauber anwenden können, die uns beigebracht werden. An diese Zauber kommt man im Unterricht oder man fragt Professoren oder Schlossdiener. Apropos Unterricht. Ja, man hat wirklich richtigen Unterricht. Das Kollegium, also die Professoren, bereiten den kompletten Unterricht vor, das Thema zu ihrem Fach und die Props und so weiter. Und es gibt Leute, die richtig tollen Unterricht machen. Kann ich nur meinen magischen Hut davor ziehen. Auch was das sogenannte Bullshitting angeht. Respekt. Ein Grund, warum ich mir nicht so schnell vorstellen könnte, mich fürs Kollegium zu bewerben. Wir bespielen ja eine fiktive Welt mit fiktiven Fakten und an dieser Schule findet eben dieser Austausch davon statt. Wir sind nicht allwissend. Das Kollegium ist es aber auch nicht. Sie sind ja auch Spieler, wie wir alle. Und eben weil es ja Fantasie ist, gibt es ja eigentlich keine wirklichen Grenzen. Und gemeinsam baut man das Ganze dann eben so auf. Zum Beispiel kommt eine Behauptung von einem Schüler und der Professor geht dann entweder darauf ein oder er hält dagegen, weil er vielleicht eine andere Theorie hat. Und das kann OT der komplette Nonsens sein, aber es gibt Spieler, die ihre Argumente IT so geil plausibilisieren können. Da müsste ich viel zu lange nachdenken, habe ich das Gefühl. Das ist dann eben das Bullshitting und generiert geniales Spiel für alle Beteiligten.
Im Schlossdienerbüro, man unterscheidet hier Schlossdiener, was IT unsere NSCs sind, und das Schlosspersonal, was das OT-Personal ist, im Real Life vom Schloss. Aber im Schlossdienerbüro kann man Anfragen und Anliegen platzieren. IT-Postversend wird leider nicht von Eulen vertrieben. Oder auch wenn man ein OT-Bedürfnis hat, zum Beispiel man braucht mal eine Auszeit vom Spiel, muss mit wem über das reden, was einen bedrückt und so, dann kann man sich dort Gehör verschaffen. Man hat vor dem Spiel am Donnerstagnachmittag noch Workshops, an denen nochmals alle Informationen kommuniziert werden. Wie man zaubert, wie man sich verhalten sollte, die Sicherheitsmechanismen werden nochmals erläutert, man lernt ein paar Leute kennen und so weiter. Danach geht es eigentlich relativ schnell schon los und man taucht in die magische Welt vom Nimbus ein. Das ist das Stichwort für den nächsten Teil, denn nachdem ich euch jetzt alle Basics und so erzählt habe, seid ihr ready für das Nimbus-Universum.